Guten Tag, hier spricht euer Peter Game. Ich spiele heute Willkommen, Punisments, Sherlock Holmes. Das neue Let's Play auf meinem Channel, Peter Gaming, auf YouTube. Und los geht's, Leute. Stellen wir uns erstmal alles ein. Und dann fangen wir das Spiel an, oder Leute? Wie finden ihr Sherlock Holmes Filme oder Spiele? Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sau interessieren. Stellen wir uns erstmal alles wieder schön ein, Gameplay, schauen wir noch, was wir spielen, wie wir spielen, nicht schlecht, ist auch cool, oder Leute? So Leute, jetzt können wir mit dem ersten Fall beginnen, mal schauen, was der erste Fall ist, und los geht's, euer Peter Game, viel Spaß beim Let's Play. Denk an den himmlischen 100 der Ukraine. Vorwärts präsentiert. Willkommen, Sherlock Holmes. Starring Sherlock Holmes. Dr. John Watson. Inspector Giles Rath. Mrs. Hudson. Willkommen, Weekends and DSE. Sau cooles Spiel, oder Leute? Oh, jetzt fangen wir mit dem schwarzen Peter an. Schau, was es für eine Mission ist. Und was wir alles hier machen müssen. Sau cool, oder Leute? Mal fortsetzen. Oh Gott, da schießen doch schon wieder. Unser Watson hat mal wieder Probleme mit dem Herrn Sherlock Holmes. Er macht wieder Schießübungen, Leute. Holmes. Die Schießübung vom Sherlock Holmes kennt er ja, ne? So, mal gucken, wie er hinkommt, oder Leute? Holmes, will you stop that? Wow, der ist gut, oder? Schießt überall alles kaputt, schießt er. You are utterly mad. So, jetzt gehen wir neben Holmes mal hin, mal schauen, ob er uns merkt. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, genau, bin ich da, Herr Watson. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Hat er recht. Sicherer Gang, klappernde Handschelle. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspector Lestrade. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Ich hab nur Schießübungen gemacht, Leute, nur It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Klar doch. Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. Oh, ein Seemann He ist invested his mal. money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so Ja, warum mysterious. das nicht? Warum hat er noch nicht I would prefer you to begonnen, join me down meine? there. Muss Give halt me wieder der half an Holmes hour to dran, prepare, dass Inspector. wir weitergeht in Take diesem your Fall. time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve.
I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Oh, muss heute Holmes mal den Fall ganz alleine lösen. So, jetzt sieht er mal, was wir machen. Erst untersuchen den Mord von Peter Carey. Aber wir müssen uns erstmal umziehen, Leute. Wir ziehen uns erstmal wieder gemütlich um. Mit dem Bademantel oder dem Morgenmantel kann man nicht so viel rumlaufen. Sehen wir nur auf eine Freizeit aus. Oh, wir machen Freizeit. Die Ding passt auch alles gut. Dann können wir uns jetzt zu Woodman liefern. Holmes bleibt er hier. Er macht ja hier auf mit ihr und ich mache jetzt Fallmordfälle. Löse Fallmordfälle, Leute. Woodman da Ellie. Lee. Und soll ich Lee? Habt ihr auch nicht die Herr Sherlock Holmes Bücher gelesen oder so? Oder die Filme geguckt? Könnt ihr auch mal in die Kommentare mal schreiben, wenn ihr möchtet. Würde mich sau interessieren. Mann, unser erster Mordfall, Leute. I'm over here. Come on. Oh, oh ne, das ist die Witwe von Peter Carey. Jetzt tun wir uns erstmal mit ihr reden und mit dem Inspektor Lasser reden, bitte. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. Hat sie recht eigentlich. Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. So Leute, aber erst guckt mal unser Charakterstudie von der Mrs. an. Im Gesicht hat sie nicht, dann gehen wir mal weiter. Eine Kamel. Sie ist sehr katholisch. Haubenmäßig. Sie macht viel im Garten. Das ist gut. Und Nistkasten für Vögel. Jetzt tun wir aber irgendwas Ungewöhnliches. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Fragen wir mal nach dem Abendessen, oder? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Okay, trinkt also. Okay. Wann wurden eigentlich die Leiche gefunden eigentlich? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Oh Mann, mein Vater hat Besuch bekommen. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. So, es wird aber wirklich nicht einfach, dass sie jetzt durch den Tod ihres Mannes, oder Leute? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Durch die Pilgerfahrt.
You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Wart ihr schon dort, den Pilgerfahrt zu machen, oder Thank you, seid ihr madam. nicht so auf Pilgerfahrt? Könnt ihr mal in die Kommentare mal schreiben, wie ihr so macht. Könnt ihr ja in die Kommentare dann mal schreiben. So, jetzt gehen wir aber erstmal ohne rum. Und schauen wir, was wir im Garten finden. Und heftig, der erste Mord ist schon gleich so heftig. Fußabdrücke. Fußabdrücke. Da untersuchen wir die mal gleich. These footprints appear to be quite large. Sind aber ziemlich groß. Okay, der Garten. It Sieht seems aber that the gut aus, garden der was well Garten, oder Leute? maintained. Ist gut gepflegt. So. Ich glaube, das fragen wir mal sofort, glaube ich noch. Wenn wir fragen können, können wir sie gleich noch befragen. Weil das ist ja auch wichtig. Dann haben wir das schon mal weg. Gibt es hier einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay, Thank you, madam. Sein Mann, ihr Mann hat's gemacht. Also heißt, sie muss jetzt wieder sich einen neuen suchen. Einen Gärtner oder so. Aber jetzt fragen wir erstmal den Lieutenant Lastwart, was er von uns Peter will. Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal gucken. Das ist eine Idee. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no Nicht one should enter the schlechte Idee, cabin and Herr tamper with the evidence. Lestrade. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Dann schauen wir mal uns mal an. Türschloss. Türschloss mit Kratzer. These Okay, da wohl scratches are eine fresh. Einbrecher, wie es aussieht, Leute. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right Das tool. heißt, er kommt wieder. Aber zuerst untersuchen wir mal den Tatort. Bevor wir dann auf den Täter mal übergucken, was man da... Oh, Scheiße. What a Heftig. terrible way to die. So, jetzt suchen wir uns ein bisschen. Jetzt gehen wir erstmal hier und da rum. Ah. Verdächtige leere Stelle. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ja, da ist irgendwas versteckt, aber nicht mehr da. Ah, Potbahn. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Das heißt, er hat ein bisschen Pottwal gefangen. Ah, das ist eine Karte. Da haben wir mal die Karte und so. Hammerfest? Hammerfest! Ach du die. Dundee. It's a whaling map. Walfang. Oh, die haben Walfang gemacht. Er ist Kapitän von Walfang. Okay. Logbücher. Oh, dann will ich die Logbücher.
Guck mal. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okay, da hat die Waffe nicht mitgebracht. Harpoons for hunting whales. Da hat sie nicht mitgebracht, die Waffe. Das heißt, da hat sie ausgeliehen sozusagen. Oh Gott. Das Navigationsinstrument. Das ist uns nicht wichtig. Aber die Schuhe sind wichtig, Leute. Durch die Schuhe können wir jetzt rausfinden, ob sie passen. Aber ich gehe gleich sagen, wir gehen gleich erstmal raus und testen die Schuhe mal, Leute. Ich denke nicht, dass sie passen, weil sieht nicht so. Nein, sieht doch nicht aus. Er hatte somit Besuch, Peter Carey. Er hatte Besuch. So, jetzt fragen wir aber mal gleich mit dem Kiste. Vielleicht weiß sie das, wo die Kiste ist oder was mit der Kiste passiert ist. Na, geht weiter, Leute. Peters private Unterlagen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Okay. Thank you, madam. Er hat Privatunterlagen gehabt. Okay. Dann sind wir jetzt schon ziemlich weit an, Leute. Nein, Mann, das ist ein perverser Mord, Alter. Mit einer Harpune zu erstechen. Ah, das ist so ein Schiff, wahrscheinlich ist das jetzt. Ich will auf das angucken. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Ah, wir wissen jetzt, wie das Schiff heißt. Oh, okay, jetzt können wir uns erstmal hier das mal begutachten. Oh, man sieht da heftig aus. Gehen wir erstmal nach unten gucken, wie viel Loot laufen. Okay, dann haben wir. Oh, ein Buch, Notizbuch. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Genau, das ist hat er wahrscheinlich verloren beim Mord, oder? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood nicht der after Mörder the death sein, of Peter weil Carey. Okay, er kann es nicht sein. These abbreviations mean something, but what? Was ist das für Abkürzung? Ja, das werden wir noch ausbringen, Leute. This blood is from the pool underneath the dead body. Das heißt, er hat sich gewehrt. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. So, Leute. Oh man, wir können uns herleiten. Einbruch und Einbruchversuch. Auf Lauer legen. Okay, das machen wir aber später. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. The weapon fully penetrated. Untersuchen wir erstmal die Mord. Und dann laut. Peter Kleidung. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Sieht aber gut aus, das ist sein Alter, oder Leute? This man is in his 50s. Jetzt sieht er nicht mehr so gut aus. Die Harpune. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. So sehen wir das noch. Okay, da sehen wir, dass der Mörder nicht so spontan war, wie es aussieht, weil er nicht die Waffe mitgenommen hat. Aber ich denke, Leute, wir sagen Tschüss, euer Peter Gaming.